Waldi, am Ende 3:2 verloren gegen Real Madrid. Was sind so deine ersten Gedanken nach dem Spiel? Das erste Gedanke ist, dass er am Ende da den Ball unglaublich rausholt. Ich habe den schon drin gesehen. Kannst du immer nicht fassen, wie er ihn gehalten hat, ehrlich gesagt. Aber ja, am Ende wäre das Quäntchen Glück, was wir gebraucht hätten heute. Vor allem erste Halbzeit war einfach nicht gut genug. Vor allem beim 2:0, es war zu einfach, die Tore. Dann haben wir auch nicht viel nach vorne hinbekommen. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen Tick besser. Wie gesagt, wir haben versucht, das nächste Tor zu schießen. Hat relativ spät geklappt, aber nichtsdestotrotz haben wir nicht aufgegeben, auch nach dem 3:1. Ja, und wie gesagt, am Ende hatten wir dann noch die Riesenchance vom Sabi. Wie gesagt, das ist natürlich eine Sache, können wir aus dem Spiel auf jeden Fall mitnehmen, nicht aufgeben, das haben wir heute gezeigt. Nichtsdestotrotz haben wir, denke ich, dann in der ersten Halbzeit einfach zu wenig geschafft und gemacht. Nehmen wir uns noch mal mit in diese Schlussphase. Ich meine, das war ein Spiel, das wirkte eigentlich lange entschieden. Real hat 2:0 geführt. Die hatten auch Chancen. Es plätscherte so ein bisschen vor sich hin und dann hat das in der Nachspielzeit nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Ja klar, 2:0 ist immer gefährlich, auch für eine Mannschaft wie Real Madrid. Wenn man das Tor dann bekommt, dann denkt man erstmal ein bisschen mehr darüber nach. Wie gesagt, für uns war einfach, wir mussten das nächste Tor schießen. Hatten auch schon vorher ein paar Möglichkeiten, wo wir das Tor machen können. Ja, am Ende haben wir es dann gemacht und wie gesagt, dann hatten wir nochmal mehr Hoffnung geschöpft und ja, wie gesagt, am Ende ist dann eine super Parade, die dann Real weiterbringt. Die Club-WM ist jetzt beendet für den BVB. Viertelfinale ist es am Ende geworden. Wie gehst du raus aus diesem Turnier? Ja, wenn man so weit kommt, will man natürlich am Ende gewinnen, ist auch klar. Aber ja, heute hätten wir es aufgrund der ersten Halbzeit, denke ich, nicht verdient gehabt. Deswegen, ja, wir nehmen viele Sachen mit aus dem Turnier. Wir haben viele Sachen gesehen, die wichtig sein werden, auch für die Saison. Dass es einfach eine geschlossene Mannschaft sein muss, dass wir einfach zusammenhalten müssen in jedem Moment. 90% werden nicht reichen, wir müssen immer 100% geben, auch in Spielen wie heute, wie die letzten Wochen und das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir werden das jetzt abhaken, ich denke dann irgendwann nach dem Urlaub vielleicht mal darüber sprechen, was für ein Erlebnis das war, aber nichtsdestotrotz werden wir dann Vollgas geben in der Vorbereitung und dann wieder angreifen in der Saison. Jule, am Ende steht die Niederlage gegen Real Madrid. Was sind so deine ersten Gedanken nach dem Spiel? Ja, natürlich am Ende dann nochmal ein sehr hektisches Spiel, logischerweise, mit den vielen Toren, die dann noch passiert sind. Wir hätten es eigentlich beinahe geschafft, sogar noch in die Verlängerung zu kommen und uns die Chance zu bewahren, nochmal weiterzukommen. Und jetzt am Ende hat es dann nicht mehr ganz gereicht, weil sie auch einfach einen sehr, sehr guten Torwart haben. Die Club-WM ist jetzt beendet für den BVB. Das Viertelfinale ist es geworden. Was könnt ihr vielleicht aus diesem Turnier mitnehmen? Erstmal in den Urlaub, vor allem dann aber vielleicht auch in die weitere Vorbereitung dann auch. Ja, überwiegend natürlich die Fitness. Also ja, wir sind jetzt auf einem sehr, sehr guten Fitnessstand. Wir werden jetzt auch sicherlich nicht mehr so viel frei haben. Dementsprechend ist das eigentlich so das Wichtigste, das jetzt beizubehalten, um am Ende einen leichteren Start in die Saison zu gewährleisten. Wir werden jetzt nicht viel Vorbereitung haben. Und dann wird es auch schon relativ schnell wieder losgehen. Und wie wir es in den letzten Saisons oft hatten, haben wir gerade in der Hinrunde mal viele Punkte liegen lassen und das soll diese Saison nicht passieren. Abschließend, was für ein Fazit würdest du ziehen nach diesem Turnier? Auf das Turnier bezogen oder genau. Auf unsere Leistung bezogen? Auf die Leistung von Borussia Dortmund. Ja, also ich glaube, oder ich kann es ja relativ gut einschätzen, weil ich jetzt selber hier vor Ort war. Mit den Voraussetzungen, die wir jetzt natürlich hatten, war es absolut in Ordnung. Also ich glaube, es geht natürlich immer besser, es ist immer Luft nach oben, aber gerade die Mannschaft und das Trainerteam kann das, glaube ich, ganz gut einordnen. Das ist jetzt für mich die Einschätzung. Es ist jetzt nicht so, dass ich aus den Socken falle und auch nicht so, dass ich sage, es war eine Vollkatastrophe, sondern ich glaube, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und hätten uns sicherlich gerne auch noch heute belohnt, aber es ist jetzt am Ende so, wie es ist.